Herzlich willkommen zu einem neuen Video von OZ Rollerwelt, dem Kanal für Rollerfahrer und Begeisterte. In dem heutigen Video, da sprechen wir mal über die ganzen Mängel, die ich an der Vespa habe. Wie ist denn so eine Vespa nach 3 Jahren und knapp 9000 Kilometern, fast 10.000? Das schauen wir uns heute an. Warum ich das Ganze mache? Ganz einfach. Ich habe aus dem Fenster geschaut und dachte mir so, hey, die Vespa, die braucht mal Wellness. Und da brauchen wir erstmal eine Bestandsaufnahme. Was ist denn überhaupt da dran? Und ja, warum bin ich überhaupt hier, wo ich bin? Ganz einfach. Wir bauen zurzeit oder schon länger alles um. Deswegen steht die Vespa eigentlich auch immer dann hier so im Baustellenbereich. Ja, welche Mängel sind dran? Schauen wir uns jetzt an. Bis gleich. Am besten ist, wenn wir uns einfach mal von außen so angucken, ja, welche Macken sind da? Das Ganze ist jetzt nass natürlich, aber da können wir nämlich auch schon das erste sehen, dass hier in dem Bereich immer Wasser stehen bleibt. Ich weiß auch nicht, was sich da die Ingenieure so bei gedacht haben, aber da gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten, um das Ganze irgendwie, ja, irgendwie zu vermeiden. Ich meine, die Vespa wird doch schon was länger gebaut, ne? Gut, wenn wir hier unten bleiben, da fällt euch auf, dass ich hier so Schutzaufkleber drauf habe. Da bin ich nach wie vor echt begeistert von. Wie ihr sehen könnt hier, da sind schon echt Macken drin. Und ich fahre ja auch mit Arbeitsschuhen etc. Ja, das ist natürlich auch ein Gebrauchsgegenstand. Jetzt fällt mir auf, dass da Rost ist. Da. Eieiei. Ja gut, da kommt auf jeden Fall Arbeit auf uns zu. Und ja, so einen Aufkleber habe ich auch hier dran gemacht. Der fängt da an und hört hier auf. Vom Zustand her eigentlich ganz gut, aber hier kann man sehen, wo schon Wasser eingedrungen ist, weil ja, an der Stelle war schon defekt. Aber jedes Mal, wenn man dann hier auf den Ständer drauf tritt, bleibt man ja, also ich bleibe da gern dran hängen. Deshalb habe ich das ursprünglich auch da dran gemacht. Das machen wir neu und wo ihr die Folie findet, findet ihr in der Videobeschreibung oder vielleicht auch auf dem QR-Code, wenn ich das Ganze hier hinkriege. Da bin ich noch nicht so ganz fit drin. Aber ja, da findet ihr eigentlich so alles. Und falls da Fragen sind, gerne in die Kommentare schreiben. Bin immer für euch da. Wie sehen die Fußrasten aus? Ja, hier wie neu. So, klar, ich habe hier am Lachs. Was mir nicht so gefällt, sind so Spaltmaße, wie hier zum Beispiel. Ich weiß auch nicht, was das soll. Keine Ahnung. Ja, habe auch schon einige Macken hier drin. Hier ist eine. Ist natürlich blöd jetzt, weil alles nass ist. Aber es soll auch ein ziemlich spontanes Video werden. Deshalb, ja, hier ist auch noch eine Macke. Da ist gut zu erkennen. Seit der letzten Italienreise ist da gar nicht mehr so viel Liebe reingeflossen, weil ich einfach nicht dazu kam. Hier auch. Ich glaube, das kann man aber alles wegpolieren. Und wir schauen uns das an. Hier habe ich auch noch einen Dacia dran. Da gucken wir auch mal, dass wir das wegkriegen. Das ist der Gepäckträger von AliExpress. Das Video habt ihr ja gesehen. Auch macht einen guten Eindruck. Da ist auch eigentlich gar nichts dran. So, wie sieht der Auspuff aus? Ja, Leute, da ist nichts dran. Ja. Hier auf der Seite, da ist schon was Heftigeres. Und zwar hier. Also da ist schon, ich weiß nicht, was da passiert ist. Das ist in Italien passiert. Ich glaube, wahrscheinlich an der Hecke vorbei. Schwierig. Hier hat mich auf jeden Fall einer gerammt in Italien. Da hat mich einer gerammt. Da gucken wir mal, ob wir das auch wegkriegen. Aber ich denke schon. Ja, hier auch wieder auf der Seite der Dreck. Die Sitzbank ist eigentlich... sowas hasse ich ja. Aber die Sitzbank an für sich, die ist auch im super Zustand. Da ist auch nichts dran. Ja, obwohl da gar keine Pflege rein fließt. So, wenn wir dann in dem Lenkerbereich ankommen, ja, ich habe die Spiegel von Highsider montiert und da ist Rost drin. Ja, auf der Schraube ist Rost. Ich denke aber, das kriegt man mit Rostlöser entfernt und das ist Flugrost eher. Aber darauf achten, ne?
Wenn der Lenker dann immer so steht, läuft es dann hier rein. Dann müsste ja rein theoretisch die andere Seite sauberer sein. Ja, Tatsache. Da ist nichts, glaube ich. Ne, Tatsache. So. Ja, Steinschläge sind auch ein Thema bei der Vespa, wenn man da jetzt viele Autobahnen fährt etc. Hier die Mücken. Ja, da ist auch ärgerlich, wenn du da genau da eine Mücke reinkriegst. Das ist immer so blöd zum Saubermachen tatsächlich. Und wie man das Ganze sauber macht und alles wieder schick macht, schauen wir uns im nächsten Video an. Das heißt, Kanal abonnieren, damit ihr nichts verpasst, kostet keinen Cent und ihr verpasst kein neues Video. Wenn wir dann hier, der Lieblingsbereich, da habe ich auch Lackschutzfolie reingemacht, wie ihr sehen könnt. Und dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass die Vespa hier rostig ist. Da. Und tatsächlich ist es auf der anderen Seite noch viel, viel extremer. Schaut es euch an. Da, seht ihr das? Und das heißt für mich jetzt höchste Eisenbahn, da muss was passieren. Und ich habe jetzt auch Rücksprache mit einem Aufbereiter gehabt, der hat mir da richtig coole Empfehlungen und Tipps gegeben. Ich gebe euch das natürlich weiter und ja, im nächsten Video wird das alles hier entfernt und da gibt es eine Geheimwaffe für. Ja, die ist für jeden geeignet. Vor allen Dingen hat der Aufbereiter mir einen richtig geilen Tipp gegeben. Und diesen Tipp erfahrt ihr im nächsten Video. Das heißt, auf gar keinen Fall verpassen. So, dann schauen wir uns mal den Hauptständer an. Ja, schaut es euch an. Da bin ich mal hängen geblieben in der Kurve. Der ist auch schon ganz schön rostig. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich auch im Winter fahre. Ja? Bei Salz, Schnee, Regen und weiß der Geier, was so ist. So, ups, so sieht das aus. Das Ganze kriegen wir wieder schön hin, Freunde. Das kriegen wir wieder hin. Dann machen wir auch vorher und nachher Bilder. Wichtig finde ich natürlich die Frage, wie viel Profil ist denn auf so einem Reifen noch drauf nach 9000 Kilometern? Und zwar so viel. Der muss auf jeden Fall neu. Also Freunde, 10.000 wird er bei mir drauf sein. 10.000. Und ich bin sehr tolerant, sage ich euch, wie es ist. Ja, Bremse. Hier ist auch so schon so Korrosion drauf. Das müssen wir mal gucken, ob wir das alles wegkriegen. So sieht der Dämpfer aus. Ja, da muss überall mal ein bisschen Hand angelegt werden. Und das machen wir auch. Was ich auch total ärgerlich finde an der Vespa, ist die Tachoscheibe. Die ist sowas von zerkratzt. Und ich weiß nicht warum, aber man kann es wahrscheinlich im Video nicht so gut erkennen. Falls nicht, blende ich mal ein Foto ein. Also das ist so zerkratzt, ich weiß nicht warum. Ich gehe natürlich auch nicht mit irgendeinem trockenen Tuch darüber oder so. Achte schon immer darauf, dass es staubfrei ist. Seid definitiv gespannt, wie wir das Ganze wieder auf Vordermann bringen. Mir persönlich ist es echt wichtig, dass die Vespa auch im guten Allgemeinzustand bleibt, weil da hat man noch die meiste Freude dran. Und da wurde mir jetzt von Profis zu ganz, ganz vielen Dingen geraten, die ihr auch später umsetzen könnt. Das heißt, definitiv nicht verpassen. Es wird echt spannend. Und wir gucken uns an, wie wir auch Kratzer entfernen können, wie wir schwarze Striemen wegbekommen, Rost wegbekommen, Rost auch langfristig wegbekommen, ja, dass er nicht wiederkommt. Ja, generelle Rostvorsorge etc. Das gucken wir uns im nächsten Video an. Das heißt, bis zum nächsten Video, Freunde. Ja, definitiv ein Abo dalassen, dass ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Video. Peace.